Hallo, Sie kommen nach Deutschland und wollen an einer neuen Hochschule, in einer neuen Studienrichtung, in einer neuen Sprache und in einer neuen Kulturumgebung einen Masterabschluss erreichen? Willkommen in der roten Zone. Viele Master-Quereinsteiger aus dem Ausland sind überglücklich, wenn sie einen Studienplatz bekommen und nehmen dafür tendenziell sehr hohe Belastungen und teilweise auch Nachteile in Kauf. Heute möchte ich mit Ihnen einige Strategien erörtern über das Auswählen des richtigen Masters. So haben zwei ausländische Bekannte von mir trotz eines erfolgreich absolvierten Zahnmedizinstudiums in ihrem Heimatland das komplette Zahnmedizinstudium in Deutschland 5, 6 Jahre lang nochmal vollständig wiederholen müssen, von der ersten bis zur letzten Prüfung. Es gab trotz ihrer ausländischen Zahnarztabschlüsse keine Abkürzung für sie. Das ist aber nicht für alle Studenten aus dem Ausland und auch nicht für alle Studienrichtungen so. Und als Student in der roten Zone ist der Weg sowieso beschwerlich genug. Deshalb schildere ich hier in aller Kürze 3 Strategien, die den Weg zum Wunschmaster in Deutschland abkürzen könnten. Im Grunde gebe ich dabei eigentlich Beobachtungen aus meinen Jahren als Studiengangberater an der Hochschule Merseburg wieder und hätte ich diese Strategien doch nur selber gekannt als Student. Damit kommen wir zur ersten Strategie oder zum Strategietipp, nämlich The Golden Gate. Optimiere den Aufwand, wähle das richtige Eingangstor zum Studium. Vor kurzem erhielt ich eine Nachricht von einer ganz aufgeregten Studienbewerberin aus dem Ausland. Sie hatte sich mit einem BWL-Bachelorabschluss von zu Hause bei uns für den Bachelor Wirtschaftsinformatik beworben. Sie war überzeugt gewesen, dass wenn man die Fachrichtung wechselt, also vom BWL zu Wirtschaftsinformatik, dass man dann auch von vorne nochmal den kompletten Bachelor studieren müsse. Irgendwie waren ihr jedoch Zweifel gekommen und sie wollte nun von mir wissen, ob es nicht doch Möglichkeiten gäbe, ihren BWL-Bachelor ganz oder teilweise anzurechnen. Ich erzählte ihr von unserem Anpassungssemester für den Master Wirtschaftsinformatik und konnte ihr diese Abkürzung dann auch detailliert erläutern. Wir halfen ihr zusammen mit dem Prüfungsamt anschließend die Bewerbung auf den Master Wirtschaftsinformatik abzuändern, weg vom Bachelor Wirtschaftsinformatik, und das spart ihr jetzt vermutlich, sofern sie das Studium gut bewältigen kann, circa 3 bis 5 Semester Studienzeit. Zum Glück hatte sie rechtzeitig recherchiert und nachgehakt. Zusammengefasst kann man also sagen, es gibt oft mehrere Zugänge, Gates, zum Wunschmaster. Stellen Sie sicher, dass Sie alle kennen und das für Sie Beste, das Golden Gate, dann auch wählen. Nun zu Strategietipp Nummer 2. Der Smart Hop. Vermeide Verzögerungen durch intelligentes Studiengang-Hopping. Eine Studentin mit BWL-Bachelorabschluss immatrikulierte sich im Master Wirtschaftsinformatik in das Anpassungssemester zum Wintersemester. Das war erstmal nicht ungewöhnlich. Was aber dann ungewöhnlich war, ich stellte bald nach Semesterbeginn fest, diese Studentin besuchte die Anpassungsfächer gar nicht, die ich ihr auferlegt hatte, sondern sie war ständig in den Veranstaltungen des bei uns sehr beliebten Masters Projektmanagement zu finden. Als Dozent, auch im Master Projektmanagement, blieb mir das nicht verborgen und ich fragte sie dann direkt mal an. Sie gestand mir da offen, dass sie von Anfang an gar nicht auf den Master Wirtschaftsinformatik abgezielt hatte, sondern eigentlich den Master Projektmanagement studieren wollte. Da dieser jedoch stets nur zum Sommersemester immatrikuliert und sie kein Semester verlieren wollte und verzögert sein wollte, nutzte sie den Master Wirtschaftsinformatik sozusagen als Zwischenstation, als Zwischenhop. So konnte sie bereits zahlreiche Prüfungsleistungen für den Master Projektmanagement ablegen. Begünstigt wurde das dadurch, dass natürlich einige Modulschnittmengen in beiden Mastern existieren und das war ihr vorher nicht verborgen geblieben. Und tatsächlich wechselte sie nach dem Wintersemester in den Master Projektmanagement und ließ sich die im Wintersemester abgelegten Prüfungsleistungen dann einfach anerkennen. So als kleiner Exkurs, diese Strategie kann eventuell auch angewendet werden, um in Masterstudienprogramme reinzukommen, die einen Numerus Clausus haben. Das muss natürlich nochmal vor Ort abgeklärt werden. Ich hatte diesen Fall jetzt noch nicht, aber es ist denkbar. Ich habe sowas schon mal aus dem Bereich Medizin und auch aus dem Bereich Journalistik gehört.
Diese Studentin handelte vergleichbar einem Frosch, der geschickt von einem Seerosenblatt zum nächsten hüpft, um schnell und effizient voranzukommen, ohne ins Wasser zu fallen. Hier ist die Zusammenfassung. Die Regeln einer Hochschule lassen oft die kluge Kombination mehrerer Studienangebote, hier die Smart Hops genannt, zu, um die persönlichen Ausbildungsziele schnell und präzise zu erreichen. Ja, damit kommen wir zum Strategietipp Nummer 3, der Clever Jump. Löse Blockaden bei Zeiten durch einen Sprung zu einer anderen Hochschule. Eine Studentin war froh, an einer Universität ihren Master Wirtschaftsinformatik beginnen zu können. Sie hatte bald auch circa die Hälfte der gesamten Prüfungsleistung erfolgreich abgelegt. Dann merkte sie jedoch, dass sie inhaltlich nicht genau die Schwerpunkte setzen konnte, die sie sich wünschte und vorstellte, und an dieser Universität waren diese einfach unmöglich. Zudem benötigte sie aufgrund ihrer privaten Situation mehr Flexibilität seitens der Universität, die nicht realisiert werden konnte. Aufgrund eines Tipps im Bekanntenkreis wurde sie auf unsere Hochschule als Alternative aufmerksam. Sie nahm dann Kontakt mit uns auf und ich konnte ihr dann bereits vor dem Wechsel versichern, dass in ihrem Fall mit ihren Prüfungsleistungen, die sie schon abgelegt hatte, alle an der bisherigen Universität abgelegten Leistungen bei uns anerkannt werden können. Sie bewarb sich, stieg um und setzte ihr Studium ohne Zeitverzögerung fort. Sie handelte damit vergleichbar zu jemandem, der sicher und präzise von einem Trittstein zum nächsten springt, um einen Fluss zu überqueren, ohne ins Wasser zu fallen. So viel zu meinen 3 Strategietipps: Golden Gate, Smart Hop und Clever Jump. Heute für Ihr Masterstudium in Deutschland. Zum Abschluss noch ein wichtiger Hinweis: Die 3 Strategien stellen keine Studienberatung im engeren Sinne dar. Das ist Ihnen sicherlich schon aufgefallen, und deshalb erfordern sie ausnahmslos Ihrerseits nochmal eine konkrete, gründliche Recherche in Ihrem konkreten Fall. Und natürlich gehört zu dieser Recherche dann auch die Rücksprache mit den verantwortlichen Personen, so wie einige der Studentinnen dann auch mit mir gesprochen hatten, bevor sie bestimmte Maßnahmen einleiteten. Schreiben Sie mir doch in die Kommentare, ob etwas Neues und Hilfreiches für Sie dabei war. Außerdem, vielleicht haben Sie ja schon ähnliche Manöver durchgeführt im Studium, die Ihnen auch wirklich geholfen haben. Dann wäre es wahrscheinlich gut, die eigenen Erfahrungen und Tipps, dass Sie die für die Community mal in die Kommentare schreiben, würde ich sehr begrüßen. Und ja, welche Fragen haben Sie vielleicht zum Thema an mich? Damit würde ich mich dann freuen, auch Ihnen dazu was sagen zu können und zu antworten. Und ich sage damit Tschüss und auf Wiedersehen bald in den Kommentaren.